Quickies, kurz, knackig und zackig. So, hier ist der zweite Teil der Quickies. Diesmal geht's um Vorbildbeobachtungen. Genauer gesagt geht's um Details, die oft auf der Modellbahn vergessen werden. Und ansonsten gilt Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen klicken, Videos angucken und die Videobeschreibung ansehen. Dieser Kanal, Thorstens Welt, teilt sich im Moment in zwei Hauptbereiche auf. Einmal die Modellbahnplanung und andererseits die Quickies. Die Modellbahnplanung bleibt im üblichen gewohnten Format. Aber die Quickies sind schnell, kurz, hart und behandeln nur ein Thema pro Film. Wenn ich mir manche Modellbahnanlagen angucke, frage ich mich, wie lichtundurchlässig war denn die rosa Brille? Straßen ohne Dreck, Staub und Müll. Es sieht aus wie im Wohnviertel der Flodders. Das hier ist zugegebenermaßen das absolute Gegenteil eines Luxuswohngebiets. Ein Frankfurter Industriegebiet. Das ist die Maifahrtstraße, bevor die EZB gebaut wurde. Mehr als deutlich sind Unebenheiten und Dreck zu erkennen. Diese Straße war im Prinzip Vorbild bei der Straßengestaltung der Industriebahnanlage einen an der Waffel. Mein Tipp: Mut zu Dreck und Unordnung. Und wenn es schon nicht dreckig ist, dann wenigstens verschlissen, ausgebessert und ungepflegt. War am 26. Juli 2009 eigentlich ein Länderspiel? Normalerweise ist die Straße nie so leer. Wichtig für einen Modellbahner: alte Straßen sind nicht einfarbig. Ausbesserungsstellen und Reifenabrieb haben ihre Farben hinterlassen. Oft änderten sich nicht nur die Farben, sondern auch die Strukturen. Chaos ist angesagt und nicht Ordnung. Man beachte nur die Randsteine der Straße. Das Wechselspiel von Kopfsteinpflaster und bröckeligem Asphalt sind Modellbahners Traum. Die topfebenen Straßen eines Neubaugebiets sind beim Vorbild jedenfalls selten zu finden. Nächster Punkt: Verglichen mit der Realität sind Modellbahnanlagen oft einfallslos und unemotional. Wer mehr als eine Weihnachtsanlage für den Enkel bauen will, sollte sich draußen umgucken, wie es da aussieht. Einfach mal selbst gucken und nicht nur auf die Redakteure der Modellbahnzeitschriften vertrauen. Auf dem Bild hier sieht es zwar so sauber aus, als sei es in Nordkorea aufgenommen worden, aber die Lichtstimmung ist wirklich geil. Und nicht jede Bahnanlage sieht aus wie klein Nordkorea. Man beachte nur den ganzen Müll im Bild unten links. Aber für Bahnanlagen im Endstadium der Benutzung braucht man nicht ins hessische Outback zu fahren. Auch im Bahntechnischen Center of Gravity im Rhein-Main-Gebiet, gemeint ist der Bahnknoten Frankfurt am Main, gibt es ungepflegte Bahnanlagen. Aber kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Wer auch immer die Empfehlung herausgegeben hat, den Untergrund einer Wiese braun zu streichen, der muss doch als Kind vom Wickeltisch gefallen sein. Oder er hat sich zumindest nie aus der Nähe eine Wiese angeguckt. Sicher, irgendwo unter dem Gras wird's auch braun werden, aber irgendwo unter dem Gras wird auch das Gestein flüssig werden. Man sieht's halt eben nur nicht. Das einzige Braun, das man in der Wiese sieht, sind vertrocknete Pflanzenreste. Aber kein Erdreich. Sicher gibt's diese oder jene Ausnahme, aber im Großen und Ganzen ist es so, wie ich das eben gesagt habe. So, das musste erstmal raus. Aber natürlich gibt's auch Orte, wo brauner Boden wirklich sinnvoll und richtig ist. Dieses Areal beispielsweise ist im Sommer völlig verschattet. Das Frühjahrshochwasser nimmt dann die im Herbst gefallenen Blätter mit. Humusbildung ist also nicht wirklich. Und letztendlich wachsen junge Pflanzen auch nur da, wo das Hochwasser nicht so regelmäßig hinkommt. So, das reicht für heute. Es sollte aber klar geworden sein, durch welche Brille ein Modellbahner die Welt im Idealfall sieht. Tipp: Es ist nicht die rosa Brille. Und ansonsten gilt Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen klicken, Videos angucken und die Videobeschreibung ansehen.